Dann begrüße ich jetzt die Leute auf YouTube auch dazu. Wir spielen heute Chicken Police Painted Red. Wir sind gespannt. Es ist ein Noir-Spiel mit Hühnern als Polizei im Stile von Inspector Waffles oder Lord Winklebottom. Wir sind also sehr gespannt. Gehört auf jeden Fall in die Reihe mit rein. Also ins gleiche Universum. Ja, sie kennen sich auf jeden Fall, wie wir erfahren haben. Ja. Aus den anderen Spielen. Und deswegen gucken wir jetzt einfach mal, wie es wird. Wir sind gespannt und wir starten direkt rein. Mal gucken, ob die eineige Zwillinge sind. Tote Männer sind schwerer als gebrochene Herzen. Raymond Chandler, der irgendwas Große. I ran out to get a pack of cigarettes, but I left my wallet at home. Yeah, that's me. I'm getting old. My name is Sonny, Sonny Featherland, an investigator for 20 years, and once the star of the predatory division of the Clawville Police Department, one half of the legendary Chicken Police. But buying a pack of smokes is more than I can handle right now. Maybe I should just lay low. Yeah, I'll do that. The most colorful place in the wilderness. For all the gods, what bullshit. The last clucking color left this city years ago. And slowly I'll turn gray too. Ja, das Spiel ist ja auch in Schwarz-Weiß gehalten. Finde ich sehr Still, what schön. do I expect? We're living in a vast experiment. And don't even notice that everything got clucked up a long time ago. We believe in this wonderland of peaceful coexistence. Wolves and sheep, chickens and hounds. Yeah, sure, why not? It's just ridiculous. The dog eats the chicken. It's in our nature. I'm not propping up the illusion anymore. 121 days, and it's over. Retirement. What could possibly go wrong? Ah, crap. My office lock is a piece of shit if a dame can pick it. She stood in the darkness. The light painted stripes on her body. It whispered secret little things that were never there in the first place. But she was no zebra. Reality was just a light switch away. Elizabeth or Charlotte? I was sure she'd have a sophisticated sounding name. She had a bygone look in her eyes. Older than this ancient building, and perhaps the whole city itself. Or maybe I'm just drunk. But she was the first womanly thing in my place for a long time, so I had to give her a chance. Ja. Ich werde das nicht alles nochmal vorlesen, weil er liest das so schön vor. Ja. Wenn auch auf Englisch. Okay, Ja, also, ist ein schöner Stil. Aber wer kennt diesen Satz am Ende nicht? Was soll da schon schiefgehen? Ja, der gehört dazu. Diesen Satz, das ist so die Einleitung für das Böse. Ich finde das aber sehr, sehr schön, dass wir uns hier wirklich komplett umgucken können. Aber das ist wirklich wie bei Lord Winklebottom gemacht. Du hast dann so eine Anzeige, ob du anschauen kannst oder ob du reden kannst. Ja, das ist ja normal bei Point&click. Gucken wir mal in unsere Schublade. Aha, meine letzte Zigarette. You're lucky I don't have a light, pal. Nehmen wir mit, unsere Polizeimarke. The wallet is real. The badge ain't. Chief Bloodboil took mine. So I got this one out of a pack of cornflakes, just in case.
Wow, wir haben unsere Marke abgenommen gekriegt und haben jetzt einfach einen aus einer Cornflakes-Packung. She doesn't Wow. seem so dangerous that I need to grab my gun, but you never know. Okay. Aber schön gemacht. Books I'm never gonna read. Maybe nobody ever has. I don't see colors anymore. Only emptiness. Everything faded. I need another drink. Okay. Da wäre jetzt meine Frage. Sind Hühner farbenblind? Oh, das ist eine gute Frage. Da müsste man jetzt Bordy fragen. Der kennt sich mit Hühnern aus. Also ich könnte es nicht sagen. Google das gerade mal. Gibt bestimmt irgendeinen Test, wo man ein rotes Korn und ein blaues Korn oder so. Hühner können Farben sehen. Ja. siehst du. Ich wusste das nicht. Allerdings nur bei Helligkeit. Im Dunkeln sind Hühner so gut wie nachtblind. Wer nicht? Katzen, Ja. I Eulen. wanted to travel the world when I was a kid, but I think I'm gonna end up dead in here, whether I like it or not. Sag ja, die Melancholie, die hört hier nicht auf. I promised myself I'd write a novel one day. Every whiskey has the same color nowadays, at least in this price range. Hier sowieso, weil ja alles schwarz-weiß ist. Ja. I don't even know what these papers are. Wenn du auf sowas stehst, kannst du dir den Film Sin City mal angucken. Oh ja, sehr guter Film. Mhm. Gibt Ist einen halt zweiten auch Teil. noir. Naja, wie Menschen auch. Die bestätigt, das bestätigt meine These. Wir sind alle lecker Hühnchen. I don't even know where the key Ich mag den is. Satz. Whatever's inside is gonna stay there forever. Naja, wir kriegen das auch ohne Schlüssel irgendwie auf. Aber gut. Nee, tut sie nicht. Ich sehe A alles nur wild noch gentleman. blau und Twist. Those guys rebuilt the city after the Great Fire of 867. My heroes when I was a little chick. I'm starting to think they should have left Clawville as it was, burned to the ground. Er ist Wobei- echt sehr melancholisch geworden. Ja, wobei Melancholie nicht mit Depression verwechseln. Schmaler Grat, aber es ist ein Unterschied. Ja, das stimmt. We used to be star cops a few years ago. Tabloid press, radio interviews, and even a book series. I don't miss those days. Of course, Marty, my old partner, would disagree. He just loved the spotlight. This is one of the most beautiful memories from my old life, before Molly left me and took our daughter. The good things in life don't last long. The best ones always leave first. I saw that in the window of a shoe store. I never understood it, or what it had to do with shoes. M.B. Davis, the eternal king of jazz. The photo is from the days of jazz prohibition. I only heard the old man live one time, but I'll never forget that night. And not only because I woke up at the harbor without my gun, my badge, and my pants. Okay. Ich kann ja nochmal Licht anmachen. Das ist ja alles beleuchtet. Schlafzimmertür. Behind that door lies the kingdom of dirty clothes, cigarette butts, and empty bottles. Okay, dann haben wir jetzt, glaube ich, alles. Dann reden wir mal mit der Dame. Ah, ich kann sie mir erstmal ansehen. Who is this dame anyway? And what the cluck is she doing in my apartment on New Year's Eve? Ach, das ist sogar neuer. Let me introduce myself. My name is Deborah, Miss Deborah Ibanez. Freut mich, Sie kennenzulernen, Deborah. Was ist sie, ein Okapi?
Was ich interessant finde, ist, dass die ja Teil Tier, Teil Mensch sind, wie ich das sehe. Ja. Das könnte... Naja, eine Gazelle hätte Hörner. Die sind eindeutig menschlicher als bei Lord Winklebottom. Ja. Das erinnert mich so ein bisschen an die... Kennst du diese Werbung für Deo? Ne. Wo so halb Mensch, halb Tier ist? Ne. Na gut. Hätte ja sein können. Wecke das Tier in dir. Da gab's so viele schlechte Werbung unter dem Slogan. You're mistaken, ma'am. Oh, really? Please enlighten me, Mr. Featherland. I'm not a private eye. I'd recommend Mr. Philmar Lowe instead of me. He's a nice guy. Believe me, Mr. Featherland, it's not an accident I came to you. Look, miss, I work for the police, and I'm currently on leave. I couldn't accept private commissions even if I wanted to. Not even from a classy dame like you. Naja. Also, Urlaub würde ich das jetzt nicht nennen. Man hat ihm seine Marke weggenommen. Das ist nicht Urlaub. Ja doch, es ist Zwangsbeurlaubung. So nennt sich das. Ja gut, so kann man es natürlich auch nennen. Weil er wird ja fortbezahlt. Er Ja, das kriegt ja stimmt. sein Geld. Er ist nur in Urlaub geschickt. Er darf aktuell seinen Dienst nicht antreten. Aber gleich am Flirten, der Boy. Naja, nur so ein bisschen. Wenn du bei klassischen Noir-Geschichten bist, dann ist das ganz normale Sprache. Am I that easy to read? That's my job. But tell me, since you've invited yourself in, would you like a drink? Geht immer um Trinken. I don't usually drink. Well, I've got to have one. And it'd be rude of me to drink alone. So, maybe some sherry? If you insist. But bourbon, please. Ah ja, ich trinke normalerweise nicht, aber ich hätte gerne Bourbon, kein Wein. Ja. Sherry ist Likör. Kommt Der die ist so Fachfrau. gut. Ja, Sherry ist lecker. Wenn es der richtige Sherry ist, wohlgemerkt. Ah, thank the wild ones. That's all I have. What a coincidence. So come on. Sherry Lady, ja Spill it genau. from the beginning. Also ein Sherry ist ein Wein. Ein Weidenbrand, glaube ich. Ein Haben wir bald alle Sorten durch. Wein, dem zusätzlich Alkohol zugegeben wird. Okay. War ich doch richtig. Streiten sich die Geister darüber. Alkohol, bam, 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 ja. Muss nicht sein. Kommen wir zur Geschichte. Erzählen Sie. Spucken Sie es aus. Sellerie, du musst damit leben, dass Hintergrundgeschichten hier geklärt werden. Und wer auch immer von euch gerade mit seinem Mikrofon knackt, Ich hoffe, ich weiß nicht. bitte überprüfen. Entschuldig, meins ist aus. Ja, es kann sein, dass wenn du es ausschaltest, du knackst. Weil das ist nicht gut und ich sehe das gerade nicht. Ja, es ist nicht schön. So, erzählen Sie jetzt. Now, if I understand correctly, your mistress is receiving threats. What kind of threats exactly? It's a very strange matter. First, there were letters. Then it came printed on a wine bottle's label, sent as a gift. Then carved into a brick,
thrown through the window, and finally, they painted it on the wall of the house in giant red letters. Painted red, ne? I think it's time to dig a little deeper. If you don't mind, I'd like to ask you some routine questions. Please, that's why I'm here. Da hat sie recht. Dafür ist er hier. Ich finde es schön, dass wir so ein Notizbuch haben. Das haben wir eigentlich in unserer Tasche. Oh, das ist schön. Okay, nur die 3 Sachen, die ich aufgesammelt habe. Ja, muss halt mehr sammeln. Und hier, aha, das Notizbuch. Hinweise, Personen, Orte, der Kodex. Den sie auch nicht mal sich die Mühe gemacht haben zu übersetzen. Dann kann er nicht so wichtig sein. Ah, ich kann jetzt vernehmen. Konzentriere dich auf das, was du über Verdächtige weißt. Benimmt sich jemand verdächtig, dann sollte das dein Fokus sein. Der Detective-Meter, okay. Thema John Doe. Dieser Kerl ist recht verdächtig. Darauf muss ich mich konzentrieren. Fokus verdächtig. Okay. Er ist verdächtig. Verdächtig? Warum bist du verdächtig? Verdächtig. Sehr schön. Nee, aber bei John Doe, das ist ja, wenn man eine Person noch nicht kennt, ist das ja der Lückenfüller. Ja, das ist der Standardname, der gesetzt wird. Genau. Aber mal zu der Sache mit den Texten, wo du sagst, die sind in Englisch. Hast du mal draufgeklickt? Kannst du die groß machen? Sind sie dann vielleicht übersetzt? Das wäre eine Möglichkeit. Muss ich gleich mal gucken. Bei Damen übrigens dann Jane Doe, by the way. Korrekt. Sammle Eindrücke der Verdächtigen. Jeder Eindruck gibt dir eine neue Vernehmungsmöglichkeit. Ein Eindruck, Fragen, so viele Möglichkeiten, ja. Du brauchst aber wahrscheinlich dann noch einen zweiten Polizisten, weil sonst kannst du nicht guter Cop, böser Cop spielen. Ich brauche das nicht, ich kann das alleine. Also. Wenn man nicht richtig liest und im Augenwinkel statt Möglichkeiten Hühnerkeiten liest und sich denkt, oh, passt ins Spiel. Ja. Das Detective-Meter ist dein bester Freund. Es zeigt an, wie gut die Vernehmung läuft. Versuch das im positiven Bereich zu halten, okay? Okay. I must be cautious and smart. This dame seems shy, which I can use to my advantage. But I must be careful about what I say to her, or I can scare her off. Let's start gently, and when the time comes, we can go in hard. Das klingt falsch. Ja. So. Wer sind sie genau, wenn ich fragen darf? Ja, da werde ich wahrscheinlich jetzt... Muss ich auf... Was muss ich jetzt genau drücken? Auf sie? Ich muss auf die Frage drücken. I'm not somebody important, Mr. Featherland. You're important enough to deal with such a delicate matter, right? I carry out the wishes of my employer, nothing more. This means simple paperwork, most of the time. You've been thrown into deep water, sweetheart. Tell me, can you even swim? Valerie, benimm dich. Believe me, this is just as unpleasant for me as it is for you, if not even more. Wir machen hier keine Spongebob-Untersuchung. Kein Spongebob-Verhör. Nee, Kumpelblase ist nicht dabei. Nee, das war mit Thaddeus und Spongebob, als sie Mr. Krabs verhört haben. Ja. Wir sind ein bisschen im Positiven. Sie wirken ein bisschen unsicher. Ist alles in Ordnung mit Ihnen? In welchem Teil der Stadt wohnen Sie eigentlich? In Calavera Hills oder vielleicht in Flowerville? Ich würde Sie mal fragen, ob mit ihr alles okay ist. Das ist interessant, dass du mehrere Fragen Are you hast. sure you're all right? Ja, das ist schön gemacht. Yes. Excuse me. I'm just a bit nervous. I've never done anything like this before. Breaking into the apartments of strangers isn't that big a deal. Some people do it as a hobby. Ich würde eher sagen, hauptberuflich. Oder nebenberuflich. Please don't make fun of me, Mr. Featherland. This is hard for me as it is. You're right. Sorry. Okay, das war nicht gut.
Sind Sie alleine hergekommen? Ganz allein? Beraten Sie? Ja, das Sternzeichen ist mir eigentlich völlig Did wurscht. you come alone? All by yourself? I took the subway, then the tram, and then I walked. It wasn't easy to find this place. And to be honest, I had to be discreet. Yeah. Well, I think I'm starting to get the picture. This is quite unpleasant for me. Schüchtern, zweifeln, verängstigt. Wir sind noch im positiven Bereich. Also ich würde das letzte fragen. Was meint ihr? Warum besuchen Sie mich? Warum Ihr Arbeitgeber in persönlicher Schiene? Ich würde zuerst mal fragen, ob sie hier geboren oder aufgewachsen ist, weil das ist eigentlich interessant, ob sie sich hier auch wirklich auskennt. Das kann irgendwann mal wichtig sein. Lumi, was meinst du? Eins Lumi ist weg. Verloren. Verloren gegangen unterwegs. Wahrscheinlich beißt sie gerade auf einem harten Gemüse oder einer harten Nudel rum. Nein, ich bin da, aber ich wollte jetzt nicht gerade schmatzend ins Mikro plappern. Ich persönlich würde ja das letzte nehmen. Dann nehmen wir das Also. letzte, da war ich ja auch. Why did you come to visit me? Why not your employer herself? My employer is Miss Natasha Katsenko. She hasn't been leaving her home lately, only if she really has to. How so? Miss Natasha is afraid. She's scared because of those unwanted messages, and everyone knows who she is. So she's that kind of woman. I don't know what you mean. Of course you do, Deborah. Thank you, by the way. We're finally getting somewhere. We avoided the point long enough. Deborah's hiding something, no question. Let's focus on that. Er ist auch sehr freundlich. Naja gut, er ist ein Hühnchen kurz vor seiner Rente. Das stimmt. Oh, noch mehr Fragen? Ja, wir haben ganz viele Fragen. Woher haben Sie eigentlich meine Adresse? Finde ich ganz interessant. Wir sind ein Privatdetektiv, das kann man sich besorgen. Nicht unbedingt. Also ich wäre beim ersten oder beim dritten. Was meint ihr? Also ich wäre beim dritten, weil sie ja gesagt hat, dass sie ist aus einem guten Grund hier bei ihm. Also entweder wurde er ihr empfohlen. Deswegen, ich wäre so bei der 3. Lumi, was meinst du? Lumi schreibt auch 3. How Gut. did you get this address? You know, my mistress has exceptional connections. If they were so exceptional, she wouldn't have chosen me. Gut, so kann man das auch sehen. Don't be so hard on yourself, Detective. You are the head of the famous chicken police. Am I right? Ja, und jetzt bin ich beurlaubt. Was it a raccoon with a scarred face called Zip who recommended me? He hates me. No, Mr. Featherland. I don't know anyone like that. Lucky for you, Deborah. Okay. Dann nehme ich jetzt das erste. What exactly did you expect by coming here to meet me? I expected your help, just like my mistress said. Ray schrieb, man konnte eine Steam-Nachricht sehen. Ja, man hat gesehen, dass da stand, eine Bibliothek ist verfügbar. Oh. Das ist ja kein Problem. Oh, that's very nice. But have you seen this neighborhood? Have you seen this wreck called a hotel? Who were you hoping to find in a place like this? Someone reliable. Well, I am reliable.
And discreet? That's right. Ja. And thorough? No question about that. And has a heart of gold? Ja, da ist jetzt daneben. Okay, let's stop it right there. Stecken sie irgendwie in der Klemme? Ja gut. Die selber wissen wir nicht. Ja, ich würde tatsächlich das erste fragen. Oh, wie schön. Wir können ein feiges Hühnchen spielen. Das ist uns zu riskant. Nee. Nein, ich find's lustig, dass wir es aber machen können. Ja, das. Aber es ist uns nicht zu riskant. Wir sind Ja, ich hier. würde auch gern spielen. Wir sind hier dabei. Na dann, alle Höhe. Alle hopp, hopp. Are you in some sort of jam? Nothing of the sort. There are simply things better left unsaid. Then you're wasting my time. I trust your instincts. You'll manage it. Yeah, and I have no other choice, right? To be honest, no, Mr. Featherland. Not really. Sehr schön. Finden Sie die Sache nicht ein bisschen verdächtig? Don't you think this whole thing is a little suspicious? Look, Santino. I'll explain everything. I have no doubt about that. You look just the type, sweetheart. No offense. I'll take that as a compliment. Or maybe I'll act like I haven't heard it. You see, we're starting to understand each other. Ist jetzt die Frage. Was sagen wir? Eine gute Frage. Ich wäre ja beim ersten. Ich wollte gerade sagen, ich wäre beim zweiten. Wenn ich jetzt wieder das Zünglein an einer Waage, ist es langsam heute unfair. Ja, Musst du schnell sein. richtig. Ihr seid doof, alle beide. So, dann nehmen wir die 1. If you won't come clean, what's the point of all this? But, Mr. Featherland, I'm sorry, sweetheart, but I'm way too old for this game. please, just think again. For me and my mistress's sake. Tell me, Deborah, why should I believe you at all? Because my mistress trusts you. Das tat weh. Minus 40. Should that be enough? If you really like what she thinks you are, then yes. Damn, what can I say to that? Look, I didn't mean to back you up against the wall. You have a way with words, sweetheart. Did you ever want to be a cop? Not for the world. Smart answer. Be honest and tell me what you're so afraid of. Ganz ehrlich, spuck's halt einfach aus. Zum Glück ist sie kein Lama. You know, Mr. Featherland, my mistress's partner is Hobart Wessler. Or as most people know him, Ibn Wessler, the Kingpin. Okay, das heißt, wir haben jetzt irgendeinen Gangsterboss oder was? Die Mafia. Es ist ein Noir. Es muss die Mafia sein, wie immer. Natürlich. exactly. Wäre ja auch langweilig, wenn mal nicht. Viel lustiger ist, dass wenn du den Bildern nach die Charaktere wirklich so sind, hast du jetzt eine Katzendame, deren Mann eine Ratte ist. Nee, deren Boss eine Ratte ist. Ja.
Ja, wo liegt da der Unterschied so manchmal? Feathery gods, help me. So you get it now. The secrecy. To put it mildly, I think I understand it all. Wessler. This little piece of the puzzle changes everything. Wir kriegen einen Vernehmungsrang. Das ist cool. Ja. Abschließende Gedanken. So wird's gemacht, Barton. Nicht ganz wie in alten Zeiten, aber du hast noch drauf. Ein paar Tricks hat der alte Gockel noch auf Lager, was? Wichtiger Hinweis, derzeitiger Gefährte von Natascha, der Auftraggeberin, doch der Gefährte. Ist der berüchtigte Gangster, eben Wessler, ja. Also je nachdem, wie gut du die Befragung machst, kriegst du dann am Ende einen Rang. Ja, das ist cool. Das gefällt mir. Und dann wird der Wolf das immer auf mich schieben. Also ich kann jetzt natürlich sagen, ich würde mich zweimal anders entschieden. Dementsprechend wäre es dann nur 3 Sterne gewesen. Ich hätte natürlich 5 Sterne geholt. Ich habe beim letzten gewürfelt. Take a look at this. Well, okay. Let's see. Und Ich bin wir wollten ja sehr mal gucken. enttäuschend, dass sie nicht die klassischen weißen Handschuhe haben. Ja, wir kriegen tatsächlich die Übersetzung, dann wenn wir draufdrücken. Ja, sehr gut. Sehr schön. Aber das lesen wir jetzt Marty nicht. McChicken. Sein Partner hieß Marty McChicken. Ja. Ja. Oh, Jesus. Ja. Lumi ist ja ist ja sehr nah bei dir dran, die Geschichte. Normalerweise ist die Katze zwar mit dem Hasen zusammen, aber nicht mit der Ratte, aber... I know Molly very Sei froh, well. dass ich jetzt heute nicht auf garstig eingestellt bin. Mein Willst du Freund. hier den Text nicht überreden? My assignment. Miss Ibanez is a trusted friend. Treat her as gentleman. N. Warum blickst du immer noch? I know Molly very Okay, das ist dieselbe Nummer. I Vielleicht felt like kannst du I'd dir been das hit vor on the das back Stück of my angucken. head with a blackjack. Reality tilted. Molly. Good gods. What was her name doing there? I glanced at the opposite wall with the well-worn picture frames. Like an eternally dark hole in the wall. A missing piece. She was wearing a light silk dress and singing a lullaby. The waves caressing her beautiful long legs. Why Molly? Why now? Gute Frage. Mr. Featherland? Santino, are you all right? What the hell is this supposed to mean? I don't know anything, Mr. Santino. My mistress told me to give this to you. She said you'd understand. Don't you? Oh, of course I understand, Miss Ibanez. I get it very well. But this case is becoming more and more confusing. It's starting to look like blackmail. Blackmail? Don't play innocent with me. But All right. When can I visit? visit me? Not you, Miss Katsenko. Klar, wenn ich einen Ermittler anheuere für jemand anderen, dann möchte der natürlich auch bei mir vorbeikommen. Oh, Zwinky, yes. Zwonky. You can find her at the Czar Club. Didn't you tell me she's not the social kind? That she's especially unsociable? Or does she only like loud and crowded clubs? Vor allen Dingen hat sie gesagt, dass sie ihr Haus nicht gerne verlässt. Ja, aber erst seitdem das ja passiert ist. Ja, das stimmt, aber es ist ja passiert und sie ist offenbar im Club. Ach, Katzen. War ein gemütliches Viehzeug. Vielleicht No, wohnt sie she's über dem really Club. not like that, but she owns the place. Judging by the flyer, it must be a very busy club, especially on New Year's Eve, right? I'm sure you'll have no trouble finding Miss Katsenko, but there's one small problem, Mr. Featherland. Welches? Let me guess. Mr. Wessler better not know about my visit.
Exactly. How did you know? 20 years experience, ma'am. Oh, and please, call me Sonny. It was a pleasure to meet you, Sonny. I'll talk about the rest with Ms. Katsenko in person. A good friend of mine would be happy to take you home if you'd like. I'd appreciate that, Sonny. Sonny. Okay, wir gucken uns mal die Personen an, die wir jetzt alle kennen. Also, wir haben Deborah. Ein Impala. Ah. Besondere Merkmale, hübsch und zart. Nicht allzu außergewöhnlich. Sie übernimmt kleine Aufträge für ihre Arbeitgeberin, eine Dame von Welt, aber ich glaube nicht, dass sie aus einer besonders reichen oder einflussreichen Familie stammt. Sie hat Angst und verheimlicht außerdem so einiges. Oder sie verheimlicht so einiges und ist außerdem eine großartige Schauspielerin. Wie dem auch sei. Sie hat nicht immer die Wahrheit gesagt, da bin ich mir ziemlich sicher. Ihre Arbeitgeberin gehört derzeit zum inneren Zirkel von eben Westler, nicht Westler. Um es vorsichtig auszudrücken, das erklärt auch, warum Miss Ibanez von einer Aura der Furcht umgeben ist. Dann haben wir die gute Natascha, das ist die Katze. Auch weiblich, besondere Merkmale, auffällig grüne Augen, auch wenn wir sie persönlich noch gar nicht gesehen haben. Aber wir müssen das einfach nicht. Ja gut, wenn die bekannt ist, kennen wir sie vielleicht von Postern. Ja, das kann sein. Sie ist Aber eindeutig in Schwierigkeiten, genau wie ich. Und Thema Impala, ne, weil wir am Anfang sagten von wegen Antilope, aber nee, das hätte Hörner. Ist eine Antilopenart, aber die Weibchen haben keine Hörner. Die Jungs haben diese Spiralhörner. Ah, ja, da war ich genau dran. Ja, tatsächlich schon. Sie ist die Auftraggeberin von Miss Deborah Ibanez. Angeblich wurde sie ernsthaft bedroht. Derzeit die Freundin des berüchtigten Gangsters Im Wessler. Das erklärt vieles, insbesondere die übertriebene Geheimniskrämerei. Und sie ist die Eigentümerin des Schafft Clubs. Ich spreche das vollkommen falsch aus, aber wurscht. Dann haben wir Louis C. Hayworth, das Kaninchen. Geschlecht männlich. Ein alter Freund von mir, er stottert häufig. Louis ist der Inhaber des ehemals renommierten Hotels Atlas. Wir beide sind schon seit langem befreundet. Derzeit ist er mein Vermieter. Nur wir zwei wohnen in diesem unglaublich riesigen Hotel. Er liebt Kriminalgeschichten und hilft mir immer gerne, wenn ich ihn darum bitte. Okay. Louis' Nummer ist 555 932. Sehr schön. Heißt, damit können wir dann anrufen. Robert Ibn Wessler. Eine Ratte. Geschlecht männlich, besondere Merkmale, gut aussehen, charismatisch und ein vergackter Gangster. Einer der berüchtigsten Gangster Clawvilles. Gebäudeeigentümer, Bankdirektor, Museumsinhaber, Schnapsbrenner, Schmuggler und Informationshändler. Und das ist nur die Hälfte von dem, was ich über ihn gehört habe. Seine dreckige kleine Visage steckt hinter allem, was hier in der Unterwelt läuft. Ich finde es gut, dass es hier auch diese Wortspiele gibt. Ja. Der Gackerte, Gangster. Ja. Sowas ist immer schön. Sowas mag ich auch. Ja, das habe ich ja schon bemerkt bei Monster Hunter damals. Ja, die fantastischen Wortspiele, die waren ja auch super. Ah, da haben wir das Hotel Plus, den Club. Ja, der Kodex, okay. Brauchen wir jetzt alles nicht. Wie war jetzt die Nummer von dem Kerl? Also, Nummer war 5493 932. Also. Ah, hier ist Kriegst es Nummer. angezeigt. So. 5, 5, 5, 9, 3, 2. Schön, dass du so wählen musst.
Ja, das ist sehr, sehr schön gemacht. Hey, Lewis. Am I bothering you? Of course not, Sonny. Old friend, what's up? Could you come over? I've got a favor to ask if you're not busy. For you, anything. Just a minute. Klingt so ein bisschen, als ob er der Butler wäre. Lewis arrived a few Aber er ist sehr minutes leise. later. Ja. He lived in the rooms above, so it wasn't difficult getting here. Not to mention that he's a rabbit. It was a quick hop. The Atlas Hotel was his inheritance. It was once a well-renowned place, but not anymore. The last economic crisis ruined it. And now, besides me, he was the only resident of this enormous place. Da ist er ja schon. Er ist wirklich schnell hier gewesen. Das ist ein Hase. The good old rabbit. I can always count on him, even on New Year's Eve. Just a bunch of useless crap in there. Thanks for being so quick, Lewis. Can you drive Miss Ibanez home? I have some things to take care of. Of course, Sonny. You know, anything for you. Netter Hase. Thank you for being so considerate, Sonny. I appreciate it. Don't mention it. Goodbye, then. So long, Deborah. Before I visit the club, I have to take a detour. I've got a feeling that this case isn't going to be a one-man job. And there's only one bird in this city I can trust. My ex-partner, Marty. He's going to be at the station. I can only hope he'll be willing to talk to me. Ich will's mal schwer hoffen, dass er mit ihm redet. Mit ihm dackert. Das auch. Ja, heißt ja, also die sind ja zu beide auf dem Titelbild, also why not? Ja, ich will's ganz dringend hoffen, weil sonst haben wir ein Problem. So. Muss ich da einfach raus oder kann ich hier jetzt einfach irgendwen anrufen? Keine Tür. Nur die Schlafzimmertür. Läuft nicht. Aha. Ich habe einen Stadtplan. Okay, Szenetypen. Hauptszenen. Hauptszenen bringen die Geschichte voran. Von diesen Szenen ist außerdem abhängig, welche Orte sich öffnen oder schließen. Zum Abschließen des Spiels müssen alle Hauptszenarien abgeschlossen werden. Also musst du alle abgeschlossen haben. Beschränkte Szenen. Beschränkte Szenen sind nur während begrenzter Zeit verfügbar. Wie lange hängt vom Fortgang der Hauptszenen ab. Wenn du absolut keine verpassen möchtest, musst du sie besuchen, bevor du mit der nächsten Hauptszene weitermachst. Geschlossene Szenen. Geschlossene Szenen sind momentan nicht verfügbar. Der Zustand ändert sich abhängig vom Fortgang der Geschichte. Sie können sich öffnen oder endgültig geschlossen werden. Okay, wir haben derzeit nur die Hauptgeschichte. Und wir wollen natürlich alles miterleben, oder? Natürlich. It was New Year's Eve, and I was driving, half drunk, risking my whole life's work. But still, it didn't feel any different. Every day was the same. And the 121 days I had left till my retirement seemed like an eternity. When I look out the window of the hotel room I call home, I see the same thing every day. A woman in a red nightgown dances slowly in circles to smooth music. The 9 o'clock show, with a glass of cheap bourbon and the red gown with the silent music. In the meantime, the proud city of Clawville is slowly eating itself alive. And we're still here, with nothing left to lose but our sanity, while others, the smart ones, had already gone. Molly. Does her name really upset me this much? All those years of solitude, and I still jump without question every time I hear it.
And then there's Marty, my ex-partner, who hates me. But I know I have to speak with him, no matter what. Why do I feel like the past is watching me on this goddamn night? Kapitel 1. Wir legen jetzt richtig los. Ja, das war der Interlude. I knew where to find Marty. At the station, we'd always draw straws about holiday duty. Marty never joined in. He always took the New Year's Eve shift, even though he had someone to go home to. I understood. 10 years ago, we survived the night the press called the Bloody New Year. Forgotten by Clawville, but not by us. We both left parts of ourselves behind that night. We need you, citizen, for the crown, for the king. Sind wir in England? Ja. Mit dem Löwe im Hintergrund, dem König. Every time this poster disappears, good old Blood Boil puts it right back immediately. I tore it down at least 3 times already. Actually, it's a kind of passive-aggressive game for us with the chief. Also hängen wir es jetzt natürlich wieder ab. Kann ich leider nicht. Aber ich finde es schön, ich habe gerade gemerkt, mit Rechtsklick kann ich auch wieder zurück. Did you miss me? No? Same here. Einschusslöcher. This happened when that old bloodhound, Blood Boil, was promoted to chief of police. Back in the day, I used to patrol the city's streets in one of these. I don't miss it, but it used to have its advantages. Okay. Also rein will ich noch nicht. Ich rede jetzt erstmal in strömendem Regen mit den Leuten. Phyllis and Roy's. 2 hedgehogs with an arrogance typical of novice cops. They're as prickly as they look. Officious little shitheads, but harmless. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass da ist ein Stachelschwein. Ja, Ja. definitiv. Well, look at that. Hey, Sonny, what you scratching out over here? I heard the big boss threw you out. Also diese Stimme habe ich beim besten Willen nicht erwartet. Ich find's gut. Also beim besten Willen nicht. So muss das. Tough luck, boys. Überraschungseffekt. I may not be on duty, but I'm still a cop, just like you. Well, more than you. Hey, you don't have to be so peckish, old bird. By the way, you're in luck. Blood Boil's not in tonight. Malloy is in charge. Oh, God. That clumsy buffalo is here tonight. If he doesn't end up in a cell again, he's lucky. You got it. You looking for Marty, eh? I see you're still the brains around here, Phyllis. Yeah, I'm looking for Marty. Birds of a feather flock together. I see you're still the funny guy around here. You'll find the giant feather duster at the shooting range. As Ups. I'd love to see that. Hey, whose side are you on? You Nochmal. well, look at that. Hey, Sonny, would you scratch? Tough luck, boys. I may not be on duty, but I'm still a cop, just like... Hey, you don't have to be so peckish, old... Oh, God. That clumsy... You got it. You looking for Marty, eh? I see you're still the brains around here, Phyllis. Yeah, I'm looking... I see you're still the funny guy around here. You'll find the giant feather duster at the shooting range. As always. Hey, Royce, I'm telling you this because maybe you'll be able to understand. If this prickly shithead makes another racist remark, I'll strangle him with his own raincoat. I'd love to see that. Hey,
Whose side are you on, you jerk? Here we Okay, are also Marty ist auf dem again, Schießstand. Clawville Police Department. I've never been good at history, but if I'm not mistaken, this place has been a church, a hospital, and even some insane cult's secret hideout over the years. Anyway, the place holds the secrets of the ages, and some drunk pigs in the basement. Oh Gott. Aber hat er nicht Pigs gesagt? Drunken Pigs? Ja. Naja, das Bullenschweine, wie du es jetzt auch immer übersetzen Okay. wollen okay. würdest im so rum. Deutschen. Okay, so rum ist es gemeint. Na gut, das ist... Marty drinks this shit. I've never tried it, but I'm pretty sure it's gross and probably toxic. Honor, strength, unity. For the love of the wild gods, I'm gonna be sick. Die wilden Götter, die hier schon öfter mal benannt wurden. Ist ein Ibis hinterm Schalter? All it takes is one look, and my comb starts to tingle, which never means anything good. Find's gut, dass ein Wolf drauf ist. Anderes in Hermelin, ne? Und du meinst das ganz oben? Nein, das rechts. Echt? Ein Fuchs sein, würde ich sagen. Bin mir nicht sicher. Könnte auch ein Fuchs sein, ja. Hinten dran ist auf jeden Fall ein Schaf. Links haben wir einen Storch und einen Löwe. So, du wolltest den Ibis, das ist Monika. Es ist ein Ibis. Oh Gott. Monica Rosen, receptionist in theory, but in reality, she's doing literally everything around here. Like the beating heart of the PD. She's too good for this place, even for this city. Reden wir doch einfach mal Hey, mit dir. Monica. Hey, Boss Bird. What are you doing here? Nein, Shouldn't sie you ist ein be Kolibri. celebrating somewhere? Every day's a holiday since I got out of here. I can tell. But what are you doing here? Are you here for a file? You know, I'm a little busy right now. Yeah, you could look after a few things for me, but first I'd like to talk to Mr. Big Beak McChicken himself. Those two prickly assholes told me he's emptying the magazines in the hole. Like always. And if he carries on like that, he's gonna use up all our ammo. So it would be nice if you drag him out of there. You know how this day is for him. For him? You know I didn't mean it like that. Yeah, I know. Okay, so just sign here and you're good to go. Thank you, darling. Don't mention it, Boss Bird. Ich liebe es, wie diese Brille. Ja, wir haben ja jetzt auch hier Informationen gekriegt. Zum Beispiel über Morgs Martigan, ein Komodo-Varan. Er ist alt, blind und ein irreparables Wrack. Lucius Wilford Bloodboil, ein Hund. Der Chef ist eine lebende Legende, außerdem kann er mich nicht ausstehen. Ja. Den haben wir hier. Oscarelli Futternapnadas, ein Hund. Das heißt, dass er alles auffressen kann, was ihm vorgesetzt wird. Daher der Spitzname Futternapf. Und Monika. Monika Rosen, der Kolibri. Sie kann 1000 verschiedene Dinge gleichzeitig im Auge behalten. Außerdem ist sie ein Engel vom Himmel. Herz und Seele des Polizeireviers. Eigentlich ist sie ein Kolibri, aber die meisten glauben eher, dass sie ein himmlischer Engel ist. Als ich noch regelmäßig auf die Wache kam, war sie das bisschen Zucker im bitteren Morgenkaffee. Klingt so ein bisschen, als ob er jetzt irgendwie sie verschossen ist. Ja, so ein bisschen. So haben wir die beiden hier. Karl Phyllis, ein Igel. Ich kann ihn nicht ausstehen. Ein echter kleiner Scheißer. Er ist ein zu kleiner Fisch, als dass es sich lohnen würde, ihn zu bestechen. Und ja, also ist ein Stachelschwein
Mason Royce. Ich kann ihn fast genauso wenig ausstehen wie sein Partner Phyllis. Groß und dämlich. Ähnelt meinem Partner Marty ein bisschen, mit dem Unterschied, dass Roy kein Herz hat. Ouch. Also sein alter Partner war groß und dämlich. Hat er gesagt. So, da wäre Mort. Hier wäre Bosco. Officer Jardine, den können wir nur angucken. Jardine. They say she's clever, smart, and dangerous. We need more of her kind in here. One of Blood Boyle's favorites. Mainly because he's a dog, of course. Bosco. Ups, raus wollte ich nicht, für die falsche Taste. Detective Chow Hound Bosco. He thinks he's a real alpha, but nah, he's just a lapdog. Mort Mardigan, a notorious deadbeat. Poor guy's been blind since his teenage years, but that doesn't stop him from running into trouble. What the cluck did he do this time? Fragen wir ihn doch einfach mal. Mort, you scabious beast. What the hell did you do? Morty to you, sonny boy. Everything's fine. There was just a bit of trouble in the bar, and someone got knocked on the head with a glass. It wasn't my fault. I'm as blind as a bat, am I right? Did that ever bother you, Morty? Listen, sonny boy. Go tell them to leave me alone, eh? It's New Year's Eve, after all, and I didn't even do anything wrong. Not that wrong. Where's your little lapdog to get you out of this mess? Is that little pimp of a midget still sniffing around you? Jeff is a good boy, Sonny. And he's good to me, believe me. Oh, God, spare me the details. When will you finally realize that little shit's been using you? Oh, of course he's using me. What could a pretty boy like him want from this old monster, eh? Still, Sonny, I have no one else. You understand that, don't you? Even you deserve better, pal. By the way, you look horrible, even for yourself. Are you feeling okay? Well, I'm not what I used to be. But neither are you, judging from your voice. But I'm seeing a doctor, sonny boy. I really am. Are you? Don't need to, Mort. I'm fine. Anyway, if Bubo prescribed you something, don't even think about taking it. I don't talk to that insane owl. Damn right. Please, say something on my behalf, okay? I really don't have time for this detective buffalo shit. Hey, careful with that. Buffalo Malloy is the chief today. Like I care. I'll try to speak for you, but keep it down till then, okay? You don't need this shit, and I don't need it either. Sonny boy, you've always been a good friend. More like a clucking pigeon. Oh Gott, oh Gott. Das werden viele Personen sein, über die wir Informationen erhalten müssen. Ja. Ich bin froh, dass wir dieses Büchlein haben. So. Ein Dreckskerl mit schnellen Fingern, er ist blind wie ein Maulwurf, aber auch eines der größten Schlitzohren, die die Stadt jemals erlebt hat. Er hätte einer von den Guten sein können, aber irgendwann hat er den Pfad der Tugend verlassen und jetzt ist er zu alt, um sich noch zu rehabilitieren. In irgendeinem Club, in dem Mord war, gab es eine Auseinandersetzung. Was für eine Überraschung. Er ist ein alter Freund, da kann ich ein gutes Wort für ihn einlegen. Würde ich nicht machen. Und Dr. Reginald B. Bumbo. Babo. Ubo? Ubo. Ubo.
Ach so, weil Eule Bubo Bubo heißt, also Uhu. Verstehe. Es ist ein Uhu. Morphinist, Neurotiker, alt und hässlich. Aber er ist ein alter Bekannter aus der besten Zeit der Chicken Police. Okay. Da geht's zum Schießstand. Ach, den Bürobereich können wir I'm uns really not angucken. in the mood to meet Deputy Malloy or any of my ex-colleagues from the Predatory Division. Holy wild ones, look what the cat dragged in. Hello to you too, Bosco. I see you're busy as always. Ist das ein Yorkshire? Das Oder ist dürfte das kein ein... Yorkshire, das ist ein ganz normaler Terrier. Das könnte ein Fox Terrier sein. Ah, für einen Fox ist der Bart ein bisschen arg breit. Aber gut, ich hatte nur einen Kurzhaar-Fox Terrier, kein Langhaar. Also ich würde auf Fox Terrier tippen. Vielleicht ist es auch ein Schnauzer. Könnte auch sein. Könnte auch sein, ja. I've been sniffing around one of the rundown joints. You know how it goes. And boom, this son of a lizard comes flying out the window. I didn't know the lizards could fly. So, Mort was being a bad boy again. Nothing unusual. And you? Still dying? Es wurde jetzt schon mehrfach angedeutet, dass wir demnächst wohl abkratzen werden. Ja, wahrscheinlich sind die Tage, wo er zählt, zum Ruhestand wohl ein endgültiger. Ja, ich nehme es mal an. I'm still a cop for another 121 days, Bosco. It's as unpleasant to me as it is to you. All right. No need to bite. Wasn't trying to mess with you. You have Moses and Plato for that. And of course, Blood Boil. Let's hope I won't run into any of them tonight. Looking for Marty, eh? Ever since you left, he's kind of lost. He's trying to hide it, but he's not the same bird. Well, I don't think we'll have a teary reunion, thinking about how we parted. Let me give you some advice, Sonny. Let him rage. He'll be the same after that. Anyway, he was the one that shot you, right? You should be mad, not him. It's not that simple, Bosco, but we'll see how he reacts. Thanks anyway. No worries, pal. Na, wieder was erfahren. Er hat auf uns geschossen. Ist die Frage, in welchem Umstand. Ob er vielleicht absichtlich auf uns geschossen hat, ob er vielleicht einfach auf einen Verbrecher schießen wollte und, was weiß ich, die Waffe wurde zur Seite gedrückt und wir wurden getroffen oder irgendwas. Vielleicht ist das der Grund, warum wir vielleicht nicht mehr lange leben. Falls es wirklich darauf hinausläuft, dass wir wirklich sterben. Eventuell. So, was haben wir denn noch erfahren? Detective Boscorelli, alias Bosco. Er arbeitet im Raubtiertezernat genau wie ich. Oder besser gesagt, genau wie ich früher. Steht da irgendwas dabei? Nein, da steht leider nicht die Hunderasse dabei. Schade. Gut, dann könnten wir jetzt zum Schießstand gehen. Aber ich würde sagen, als Einstieg in die Chicken Police reicht das mal für heute. Nee, Und gut. mit allem Weiteren geht es dann nächste Woche weiter. Dann darf der gute Hutz jetzt mal den Stream anschmeißen. Ich verabschiede mich von den Leuten auf YouTube. Sagt mir, was ihr von dem Spiel haltet. Die Leute auf Twitch, sagt mir auch, was ihr von dem Spiel haltet. Ich hätte trotzdem eine kurze Frage. Ja. Kann ich anschmeißen, ganz normal? Oder soll ich warten, bis du fertig bist mit dem Spiel? Schmeiß an. Okay. Ich weiß ja nicht, aus welcher Bibliothek du das gerade. Das ist aus deiner, aber ich habe 5 Minuten Zeit. Ach so, okay. Ah. Ich verstehe. Außerdem sehe ich dann, dass du online bist. Ja gut, dann warte einen Moment. Ich bin gerade dabei. Ich muss gerade meine... Gut. Ich verabschiede mich trotzdem von den Leuten auf YouTube. Danke fürs Zusehen. Daumen nach oben und als Kommentar da lassen. Und wir sehen uns, wenn es weitergeht, mit Chicken Police. Bis dann. Tschüss.